Attila und Genghis Khan, Saddam Hussein und ich, der Brain, wir teilen eine starke Neigung. Weltherrschaft ist unsere Überzeugung. Eure Thronbesteigung wird begrüßt mit Volksverbeugung. Das ist ein Geschenk für den, der sonst schon alles hat. Kleiner Militärputsch. Und das Parlament ist futsch. Wie wär's mit nem Staatsstreich? Da wird sogar die Junta bleich. Grenzen sind doch fürchterlich. Als Weltenherrscher wünschte ich, die ganze Welt gehört. Hi, ich bin Jatres und ein weiteres kommentiertes Video. Mit mir dabei ist wieder Jip. Hallo zusammen. Hier sind wir am Flussufer auf der Underworld Borderland Karte, kämpfen gegen eine größere Gruppe von Underworld, die wir von ihrem Zerg zur Seite gepullt haben. Wir sind hier mit 6 bis 7 Leuten von uns. Ich bin in der kleineren Gruppe von uns diesmal, die restlichen 5 in der anderen. Einzelne Leute sind noch am Spawn, weil sie vom Zerg erwischt wurden. Und wir schauen eigentlich gerade, wie sich das hier entwickelt. Wir hatten eigentlich gedacht, der Zerg wird uns dann doch überrennen und hat es hier eigentlich in einen sehr schönen Kampf entwickelt. Ja, Gott sei Dank ist uns dann ja mal nicht der komplette Zerg gefolgt. Ja, Das aber immer nicht noch selten genug. erlebt. Ja, das gehört halt dazu, dass man vom Zerg überrannt wird. Gerade wenn man Small-Scale läuft, wie wir es halt gerne machen. Auf jeden guten Kampf halt 2-3 Mal vom Zerg sterben. Das muss man halt in Kauf nehmen. Mich persönlich stört es jetzt halt auch nicht, solange man es nicht wirklich den ganzen Tag nur hat. Ja, und hier habe ich gedacht, da oben ist alles okay. Es sind 2 von Gegner im Downstate, alles sicher. Gehe ich da unten die Wiederbeleben unterbrechen, bisschen stören. Und irgendwie nicht so die Idee. Sieht ist auch zwar dieser- da sieht alles gut aus, aber wenn ich jetzt wieder hochgehe, lebt praktisch nichts mehr von uns. Und wenn ich wieder reingehe und das Culling einploppt, sind auf einmal mehr Gegner da, als ich vorher dachte. Ja, er stirbt Da leider. heilen sie sich gegenseitig, genau, der riesige Krieger, der Rote. Ja, der arme Xirkulon wird gestompt, aber nicht mehr interrupten können. Ja, und hier ist jetzt langsam auch nicht mehr viel übrig. Jetzt hier leben noch ich und Kamal. Eine andere Ele noch. Und eigentlich nur noch ein bisschen auf Zeit spielen. Gucken, wie lange man überlebt. Und ihn noch lange Ja. ärgern kann. Gruppe kommt nicht hinterher, ein Teil ist irgendwo anders unterwegs. Die Das heißt, meisten du bist waren jetzt heute auch schon tot. definitiv, ja. Ja, und hier macht Kamal das Richtige eigentlich. Er haut halt ab, kommt auch lebend weg, wenn ich hier noch brav bis zum Ende kite. Aber Ja. jetzt ganz alleine merkt man dann doch, ja, da kommt dann der Root und alles haut einmal drauf. Du hast dich geopfert, damit Kamal überleben kann. Gehört sich das für einen guten Gildenmeister? Könnte man so verkaufen, eigentlich wollte ich nur nicht weggehen, ja. Aber es war ein schöner Fight am Uferrand. Ja, und hier halten wir Versuchung, also das nördliche Supply Camp. Mit 4 Mann. Auf der ganzen Karte war irgendwie wenig los, von daher haben wir uns gedacht, okay, wie kriegen wir Gegner? Nehmen wir das Camp dort oben ein, da kommen immer welche und versuchen das Ganze auszubauen. Hier mit Barca, Klaven und Devil Freezer. Klaven und Barca eher häufiger unterwegs. Devil Freezer war da zum ersten Mal bei uns mit in der Gruppe. Aus welcher Gilde ist er oder gehört er keiner Gilde an? Doch, La Freezer, ich hab's, La Familia, irgendwie sowas. Ah, okay. Habt ihr jetzt 4? 3 sind es eigentlich nur, ne, bis jetzt? Einer wird im Lager umgebracht, 4 Gegner. Ja, und den Krieger hier habe ich gedacht, ja, okay, der macht nur Vengeance an, was soll da passieren? Gehe ich wieder weg. Den sehe ich dann noch ein paar Mal. Mit im Vengeance immer wieder Dollys getötet hat anscheinend. Ja, hier stirbt Freezer leider. Ja, und jetzt kommt der Versuch, okay, irgendwie müssen wir ihn halt wieder hochressen. Die Situation bedeutet, wir müssen erstmal alle anderen irgendwie weggedrängelt kriegen. Das ist schon ein großer Unterschied, ob man dann zu 4 oder nur noch zu 3 da steht plötzlich. Ja, enorm sogar. Eigentlich sollte man auch keinen an so einer Stelle verlieren, aber ja, an der Stelle Shit ein happens. bisschen rumgegammelt, ja. Und vor allen Dingen, es war halt auch keiner von uns irgendwie im Voice, also wir haben halt einfach so gespielt. Maximal vielleicht mal ein Chat-Ansage, aber selbst das glaube ich nicht, weil wir alle zu beschäftigt waren. Das hat dafür eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, muss man ganz klar sagen. Ja.
Im optimalsten Falle. Ah, jetzt müsst ihr ein bisschen Druck machen, ne? Ja, aber jetzt kommen wir 1, 2 Stomps zurück und Klaven und Barker haben sich auch wieder halbwegs hochgereckt, können jetzt auch zusammen mit reinpushen. Ein paar Wachen haben wir auch So. dabei. Ja, man merkt auch hier, Gegner sind ein bisschen zurückhaltend, bewegen sich relativ schnell wieder nach hinten, was auch wirklich sehr vorteilhaft für uns ist. Ja, jetzt da 1, 2 down. Ist gerade diese Zögern da oben, die perfekte Chance, anzuressen zumindest oder versuchen es durchzukriegen. Ja, Ha, damit sind die aber nicht einverstanden. Ne, der Guardian von Mayhem hat auf jeden Fall keine Lust, dass wir das machen. Verständlicherweise. Es waren auch dieser Guardian von Mayhem mit noch 2 anderen Guardians von der gleichen Guild, die uns hier zuerst eigentlich auch Widerstand geleistet haben, aber es war halt immer nur 3 gegen 3 plus Wachen. Das war nicht so interessant zu sehen. Von daher habe ich es mal weggelassen. Ja, und haben wir Freezer hochgekriegt, wenn wir oben reingedrückt haben. Ja, und unser Ziel war, das Camp auszubauen. Presse ich jetzt noch den Quartiermeister, in der Hoffnung, das nächste Upgrade wieder anzumachen. Ich denke mir dann aber doch, oh, super, läuft dahin. Nee, gehe ich doch mal lieber aushelfen. Ja. Lebensbalken ganz stabil. Ja, das war es mir. Während ich da hinten halt rumgegammelt bin, ist Freezer down gegangen und jetzt hat er den einen Rally gekriegt. Und trotzdem eher unnötig, wäre ich vorne geblieben. Und jetzt haben wir also langsam doch einige an Gegnern zusammengekriegt. Ja, gerade oben bei dem Camp, ne? Ist ja irgendwie Ehrensache, wenn man sieht, auf seiner eigenen Map ist das Camp direkt überm Spawnpunkt angegriffen, dass man da hingeht und das verteidigt. Man kann es halt eigentlich auch nicht halten, also eine Zeit lang vielleicht, aber irgendwann wird man halt normalerweise totgezerrt. Es stört halt jeden und im Prinzip jeden, den man tötet, ist halt sofort wieder da. Also man darf im Prinzip keinerlei eigene Fehler machen, wenn man da länger bleiben will. Weil sobald man zu viele Leute verliert, Gegner sind wieder da. Hochressen ist eher Glückssache. Ist vielleicht eine andere Sache, wenn man jetzt wirklich mit einem eigenen Zerg da stehen würde, aber wenn man mit einer kleinen Gruppe da ist, ist das schon sehr herausfordernd. Ja, mit dem ganzen Zerg verteidigst du in der Regel ja nicht ein Lager, ne? Ja, oder eigentlich ist es halt auch hier häufig Selbstmord. Ja, ja, richtig. Ja. Es ist eigentlich das Selbstmordlager, weil es ist immer nur eine Frage der Zeit, bis der wütende Mob komplett da vorm Tor steht. Ja, daher auch unser Gildenname dafür. Versuchung kommt halt echt daher, dass man meistens zu lange in dem Camp bleibt, anstatt irgendwann mal rauszupullen und den Zerker zur Seite zu nehmen. Wo es dann meistens vielleicht doch wieder gehen würde, weil nicht alle hinterherkommen. Aber man will ja auch ungern weg, wenn der Kampf gerade schön ist. Ja, da kann man sich schwer trennen. Ja. Aber im besten Falle geht es ja sogar gut. Geht ja dann in einigen Fällen auch manchmal. Ja, hier habe ich richtig viel Damage gekriegt, weil ich viel zu nah vorne dran. Nebelform noch glücklich rausgekommen. Ja, und da hätte ich es mir eigentlich denken können. Ich habe so viel Damage gefressen und was mache ich? Ach, ich gehe mal ein Upgrade anwerfen. Und man sieht an den Lebensbalken der Gruppe, die ganze Gruppe kriegt so viel Schaden rein, Freezer geht down. Ja. Ja gut, hinterher weiß man dann immer mehr. Euer eigentliches Ziel war es ja eigentlich, das auszubauen. Kann ich ja auch verstehen, dass man dann zwischendurch mal denkt, hoppla, wollte ich ja eigentlich. Ja, richtig. Im Nachhinein denkt man sich, hätte ich vielleicht lieber sein lassen. Da probiere ich nochmal nach Preis war hoch. Mal gedacht, okay, vielleicht kriegen wir sie reingedrängelt, aber jetzt pushen sie einfach zu sehr rein. Ja. Jetzt sind wir ja schon mit 4 Mann im Lager. Ja, jetzt haben wir zwar die Wachen voll dabei, aber man merkt halt trotzdem, so reinpushen haben wir ein Problem. Vor allen Dingen die Guardian und Krieger kriegt man halt auch nicht so schnell down. Im Hintergrund töten sie schon den Camp Lord. Der Guardian, der ist sehr resistent. Ja, wir haben ja doch wirklich Zeit, jetzt da einen massiven Fokus aufzubauen. Da charge ich rein, ploppen noch aus dem Culling auf. Ich auch gedacht, super. Warum sie hier so zurückgehen, habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Hätten sie eigentlich auch vorne drin bleiben können. Ja, nicht abgesprochen wahrscheinlich. Ja, vielleicht wollten sie auch einfach nur sicher zusammenlaufen.
vielleicht auch nicht das Verkehrteste in der Situation. Erstmal in Ruhe die Campguards wegmachen und dann uns jagen. Ja, ist ein bisschen strukturierter dann. Ja, Der kriegt er jetzt aber nicht mehr hochgeresst. Dein Devil. nee, das hatten wir zu dem Zeitpunkt völlig ausgegeben. Ja, da muss man sich ums eigene Überleben kümmern. Ja, Was ja und schon dann eine recht große oder halt, ja, genau, wie eine Ja. Herausforderung. bin ich im Root schon down gegangen und Barker kommt noch angeflitzt, um mich hochzuressen. Und jetzt ist es wirklich ein Wettrennen. Guardian stompt und Oh, krieg halt wirklich eine Oha. Millisekunde vorher den Rally noch, beziehungsweise den Rest noch durch. Das war perfektes echt glücklich. Timing. Hat der Guardian sich sicher geärgert. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Ja, klar. Super Momente sind das. Ja, und hier versuche ich nach hinten zu gehen und sie laufen mir alle hinterher. Und ich habe gedacht, ach Gott, kann ich jemand anders verfolgen. Klaven rennt hier geschickt hinters Haus, kitet die da ein bisschen. Ja, nicht die schlechteste Idee. Ja, habe ich mir auch gedacht, wollte es dann halt auch kopieren. Krebs mich hier mit mehr oder weniger Leben halt so gerade noch weg. Genau, natürlich Noch in einer? Klaven rein, der fast auch tot war. Ich hab gedacht, oh, super, Ja. nicht hinpullen. Jetzt habe ich sogar ein bisschen Luft hier, denk mir, okay, alles gar nicht so tragisch. Ja, da wollte ich Barker noch mitheilen, dann geht er down. Ich habe gedacht, ja, ich rest dich auch. Das war eine wirklich schlechte Idee. Aber ich wollte es ihm Schlecht. irgendwie zurückgeben, dass er mich hochgeresst hat, aber nee. Ja, einmal geht's gut, einmal nicht. Das Richtig. ist das Glücksspiel. Ja. Ja. Und der Guardian von Underworld verbeugt sich jetzt auch noch. Auf jeden Fall ein sehr schicker Fight von beiden Seiten. Ja, Ja, dann Guardian hat super gespielt. ja. Danke fürs Zuschauen und man sieht sich beim nächsten Mal. Tschüss.